Hallo und herzlich willkommen bei The Athenee Hotel, The Luxury Collection in Bangkok. Der Hon ist wieder mal auf ein neues Hotel gestoßen, ein Luxushotel in einer Stadt, die ich eigentlich schon kenne und hier überall meine Top-Hotels natürlich gefunden habe. Aber es ist immer wieder schön, wenn dann auch einmal ein neues Hotel wieder dazukommt, nämlich The Athenee. Und dieses kleine Schmuckstück, was ja auch eine kleine Verbindung sogar hat zu dem Imperialhotel in Vienna, weil auch dort, ich sag mal, königliches Blut ist, genauso wie in diesem Hotel. Das war vorher also ein Schloss, eine Burg, eine Festung königlichen Blutes. Und daraus hat man dann ein Le Méridien gemacht. Dann wurde 2007 das Le Méridien in eine andere Gegend verfrachtet. Und hieraus wurde dann das The Athenee Luxury Collection. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Ein tolles Hotel, vor allen Dingen mit einer Club Lounge, was für uns Ambassador-Member einen freien Eintritt bedeutet auch Frühstück und natürlich auch, wenn man so will, Mittag- und Abendessen, weil immer kleine Häppchen dabei sind und die sind sehr hochwertig gemacht, also mit großer Freude. Heißt aber auch, dass man dort einchecken kann in dieser Club Lounge und man damit schon mal mit einem kleinen Espresso anfängt und man dann so an diesem Fenster sitzt. Fand ich also fantastisch. Und dann kamen die und haben den Reisepass genommen und dann haben sie die ganzen Unterlagen fertig gemacht und dann wurde eingecheckt und dann habe ich die Karte bekommen und dann ging es zum Suite. Das ist die King Suite. Preiskategorie kleinste gebucht, das waren so 250, habe ich gebucht fürs Wochenende. Und der Preis normalerweise für so eine King Suite 650, 850, geht auch mal bis 1000. Die Preise sind ja, das wisst ihr ja, durch diese Algorithmen immer unterschiedlich. Also von der Seite kann man sich heute an Preise gar nicht mehr festhalten, weil die sind einen Tag hoch und den nächsten Tag schon wieder tief und dann meistens eben doch hoch. Hier ist eine grundsätzliche schöne Atmosphäre im Haus. Was mir auch sehr gefallen hat, ist dieser Poolbereich, der so ein bisschen an dieses Sheraton Pool erinnert, der für mich immer noch die Nummer 1 ist, was Pools, Hotelpools anbelangt. Aber hier, das ist auch wunderbar. So eine schöne Atmosphäre hier, auch groß gelegen. Man kann richtig schön durchschwimmen. Und dann hat man so eine kleine Gartenmöglichkeit da hinten, wo man dann einmal so schön rumlaufen kann, auch mal so am Nachmittag sitzen kann. Und ich mache mir ja jetzt gerade einen Tee. Ganz interessant, die haben nämlich eigenen Tee, also das heißt, die haben eine Firma, die machen das, aber sehr hochwertig. Also ein Jasmin-Tee, Green Jasmin-Tee, der duftet, das ist unglaublich. Fantastic. Fantastic. Optimal, also das heißt, angefangen die Review zu machen, in der Zwischenzeit der Tee. Also ihr seht, ich bin in so einer gewissen grundsätzlichen, entspannten Stimmung hier in The Athenee. Macht mir Freude. Ist also ein Hotel, was ich für 2 Tage gebucht habe und wo ich die 2 Tage voll ausnutze. Ich wurde sehr nett begrüßt mit kleinen Schokoladenteilchen. Und ich fand das so schön, dass man das in so eine Art Kerzenleuchte gesteckt hat, oder wie man das auch nennen mag. Auf jeden Fall war das damit so ein bisschen das Zeichen, auch safe. Ja, wir sind immer noch safe, wir achten auf diese Dinge. Und dann das Obst dazu und dann auch noch so Nüsschen und so. Also es war wirklich außergewöhnlich und natürlich gab es eine Karte. Also das hat mich sehr gefreut. Es war einfach so das Gefühl, dass man hier gerne willkommen ist. Und vor allen Dingen eben, dass man, so was die Club Lounge anbelangt, eben doch dort einen fantastischen Service bekommt. Denn ich meine, wenn man in die Club Lounge will, muss man schon mehr bezahlen. Das ist schon mal eine Preisgeschichte, die auch hier für uns ein absoluter geldwerter Vorteil ist. Wenn die Club Lounge hochwertig ist, wissen wir ja, ist ja nicht überall, United States, Down Under, ganz selten, ja. Aber hier in diesem Haus oder eben auch in den anderen Bangkok-Hotels kann man schon sagen, 5 Sterne und die haben eine Club Lounge, dann ist das schon recht gut gemacht und die geben sich da sehr viel Mühe. Die Asiaten haben einfach sicher auch auf uns gefreut, dass wir wiederkommen. Von der Seite ist das schon eine große Freude. Es gibt natürlich einen Gym, die Mitarbeiter sind wirklich aufmerksam, sie sind fantastisch, dennoch zurückhaltend, sind nicht so, das ist so plump, ja. Und ich habe also hier, auch was den Eingang anbelangt und was so die Rezeption anbelangt, das hat mir alles sehr gut gefallen. Es gibt zig Restaurants hier, also thailändisch und es gibt Steaks, die man essen kann, also und. Und man ist natürlich von der
Ja, von der Fläche her, wo man ist, der Standort, der ist gigantisch. Hier drüben ist das Park Hyatt, nebendran ist das, wie heißt es, dieses japanische, fällt mir jetzt nicht ein, auf jeden Fall das japanische Hotel, da drüben ist es St. Regis. Hier unten ist die amerikanische US-Botschaft und in diesem Bereich hält man sich auf in der Wireless Road. Das ist Top-Adresse, wenn man hier so morgens steht oder auch wenn man jetzt hier so steht, ja, so im Bademantel, man wacht so auf, macht sich einen kleinen Tee oder einen Kaffee und guckt dann da so raus. Das ist fantastisch. Also das sind die Freuden, die wir als Hotelgäste genießen können, denn dafür haben wir bezahlt und wir sind diesem Hotel es wert, guten Service zu erhalten. Deswegen freut mich das. Ein schönes Hotel. Wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei. Sorry now, no, 'cause you had time, but you lost it now. Hey now, baby, if you call me, I will answer my phone. Hey now, if you wanna see me, you have to wait so much. Hey now, baby, if you call me, I will answer my phone. Hey now, if you wanna see me, you will have to wait so much.
your lover, 'cause I can't stay without you. I can't stay without you. Sexy. Sexy. Sexy beat. This is